Am ersten Tag des Oktobers 2025 in der weitläufigen Flussstadt Manaus, tief im Herzen des brasilianischen Amazonasstaates, entfaltete sich auf den dunklen Gewässern des Rio Negro etwas Außergewöhnliches. Beamte des Umweltbataillons der Amazonas-Militärpolizei erhielten einen dringenden Bericht. Ein Jaguar hatte mehrere Stunden lang Schwierigkeiten, sich im Fluss über Wasser zu halten, und seine Kraft ließ schnell nach. Als das Patrouillenboot das Gebiet in der Nähe des Strandes von Ponta Negra erreichte, fand die Besatzung das Tier immer noch kaum kämpfend vor. Er war männlich, ungefähr 5 Jahre alt, und sein Zustand war alarmierend. Sein Mantel war durchnässt und an seinem Rahmen verfilzt. Seine Bewegungen hatten sich auf fast nichts verlangsamt, und sein magerer, abgemagerter Körper deutete darauf hin, dass er seit einiger Zeit nicht mehr richtig gegessen hatte. Zeugen, die vom Ufer aus zugesehen hatten, sagten, der Jaguar sei zutiefst desorientiert und unfähig gewesen, sich am Land zu orientieren, geschweige denn es aus eigener Kraft zu erreichen. Die Beamten schätzten die Situation schnell ein und kamen zu einem eindeutigen Ergebnis. Ohne Eingreifen in den nächsten Minuten würde das Tier ertrinken. Was diesen Moment besonders bemerkenswert machte und was ihn von fast jeder anderen aufgezeichneten Begegnung zwischen wilden Jaguaren und Menschen unterschied, war das Verhalten der Tiere. Anstatt sich zurückzuziehen oder vor Angst zu schlagen, als sich das Boot näherte, drehte sich der Jaguar darauf zu. Er schwamm in Richtung des Schiffes, ob getrieben von purer Erschöpfung, einem schwachen Überlebensinstinkt oder einer letzten verzweifelten Berechnung, dass die Menschen, die sich ihm näherten, seine einzige Chance darstellten. Er bewegte sich auf sie zu. Es ist einer der ganz wenigen dokumentierten Fälle, in denen ein wilder Jaguar aktiv die Nähe zu Menschen sucht, um gerettet zu werden. Die Beamten an Bord hatten keine spezielle Rettungsausrüstung für Wildtiere. Es gab keine Netze für große Raubtiere, keine Geschirre, keine Beruhigungsmittel. Sie arbeiteten mit dem, was das Boot trug, improvisierten eine provisorische schwimmende Plattform aus verfügbaren Materialien und ließen sie vorsichtig neben dem Jaguar ins Wasser sinken. Das Tier, obwohl es sich kaum bewegen konnte, streckte die Hand mit beiden Vorderpfoten aus und ergriff das Gerät. Er hielt sich fest und bewegte sich mit großer Sorgfalt und bewusster Langsamkeit, um ihn nicht zu erschrecken. Die Beamten schleppten ihn durch die Strömung zum Flussufer. Als sie das Ufer erreichten, wartete ein Team von Tierärzten der Bundesuniversität Amazonas und des staatlichen Tierschutzministeriums. Die erste Untersuchung bestätigte, dass die Krise des Jaguars weit über seine Tortur im Fluss hinausging. Röntgenaufnahmen zeigten ein verheerendes Bild. Mehr als 30 Bleikugelfragmente befanden sich in Kopf, Hals und Rumpf des Tieres. Seine Zähne wiesen ausgedehnte Brüche auf, die mit einem direkten physischen Angriff erheblicher Gewalt vereinbar waren. Dies waren nicht die Wunden eines Tieres, das nur in Gefahr gewandert war. Dies waren die Zeichen gezielter Brutalität. Jemand hatte diesen Jaguar wiederholt erschossen und ihn sterben lassen. Chirurgen operierten sofort, extrahierten jedes Fragment, das sicher entfernt werden konnte, ohne weiteren Schaden zu verursachen, und behandelten das infizierte Gewebe, das sich um die Wunden herum entwickelt hatte. Dutzende von Fragmenten befanden sich jedoch zu nahe an lebenswichtigen Strukturen, um berührt zu werden. Sie wurden an Ort und Stelle gelassen. Nach der Operation wurde der Jaguar in den Zoologischen Garten von Manaus gebracht, um eine eng überwachte Rehabilitation unter ständiger tierärztlicher Betreuung zu beginnen. Die Behörden im Amazonasstaat leiteten eine strafrechtliche Untersuchung ein. Nach brasilianischem Recht sind Jaguare eine vollständig geschützte Art und die Jagd auf sie hat schwerwiegende rechtliche Konsequenzen. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Kontos war kein Verdächtiger identifiziert worden. In den Tagen nach der Operation lag der Jaguar regungslos in seinem Isolationsgehege im Zoo,
regungslos unter den klinischen Lichtern. Seine Atmung war flach und wurde rund um die Uhr überwacht. Das Tier, das einst als Spitzenräuber durch den Amazonas gezogen war, lautlos, mächtig, souverän über tausende Quadratkilometer Regenwald, lag nun bei jedem Atemzug auf die Wachsamkeit menschlicher Ärzte angewiesen. Das Veterinärteam beobachtete ihn täglich mit akuter Besorgnis, da es wusste, dass bei so viel Fremdmaterial in seinem Körper eine einzige Infektionstasche einen schnellen und katastrophalen Rückgang auslösen könnte. Die körperlichen Verletzungen, so ernst sie auch waren, machten den Spezialisten jedoch nicht die meisten Sorgen. Ihre tiefere Angst war verhaltensbezogen. Ein Jaguar ist nicht nur eine große Katze, die geheilt und befreit werden kann. Es ist ein Präzisionsinstrument, das durch Millionen von Jahren Evolution geformt wurde. Ein Jäger, dessen Überleben in freier Wildbahn von Reflexen, räumlichem Bewusstsein und räuberischem Instinkt abhängt, der intakt bleiben muss. Ein Trauma dieser Größenordnung, sowohl physisch als auch neurologisch, birgt das reale Risiko, diese Fähigkeiten dauerhaft zu stören. Ein Jaguar, der seine Wunden überlebt, aber die Fähigkeit verliert, effektiv zu jagen, kann nicht in den Wald zurückgebracht werden. Es würde nicht von Dauer sein. Brasilien beherbergt fast die Hälfte aller auf der Erde verbliebenen Jaguare. Dennoch verliert die Art weiterhin an Boden durch illegale Jagd, Zerstörung von Lebensräumen und Eingriffe des Menschen. Das Tier im Wasser des Strandes von Ponta Negra war kein Symbol oder eine Statistik. Er war ein lebendes Individuum, das mehr als 30 Mal angeschossen worden war und immer noch den Willen fand, auf Hilfe zuzuschwimmen. Seine Geschichte erinnert daran, dass die Rettung eines wilden Tieres aus dem Fluss nur der erste Moment einer weitaus längeren Verpflichtung ist. Nicht nur für eine Kreatur, die ums Überleben kämpft, sondern für eine ganze Spezies, die es sich nicht leisten kann zu verlieren.